und herzlich willkommen zu Viras Blockflötenkanal. Heute habe ich für euch die erste Stimme des Telemann-Duetts von letzter Woche eingespielt. Da könnt ihr wieder mitspielen, wenn ihr möchtet, aber wir werden auch ein paar Stellen beleuchten aus dem Stück, und zwar die mit den Bindungen darin, den Legato-Bögen, und das könnt ihr auf viele andere Stücke übertragen, die ihr spielt. Also ob ihr dieses Dolce aus dem Telemann-Duett in F-Dur nun mitspielen möchtet mit mir, bei dem ich heute die erste Stimme spiele und ihr dann die zweite, oder nicht, profitiert ihr auf jeden Fall davon, wenn ihr euch das anhört, wegen der Bindungen in dem Stück. Denn da werden wir mal schauen, wie ihr die am besten spielen könnt, technisch, und was sich häufig dahinter verbirgt, hinter einer Stelle mit vielen gebundenen Figuren. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Also das Stück kommt später, in diesem Video. Ich werde diesmal auch gleich in der Infobox unten unter dem Video die Minuten- und Sekundenzahl verlinken, wann das Stück anfängt, sodass ihr gleich auf diese Minutenzahl klicken könnt, wenn ihr das Stück häufiger mitspielen möchtet. Da müsst ihr das nicht jedes Mal suchen. Und das habe ich jetzt übrigens auch bei dem ersten Video von letzter Woche gemacht, wo ich die zweite Stimme für euch gespielt hatte und ihr die erste mitspielen konntet. Falls ihr die Noten nicht habt oder kennt, auch die sind verlinkt in der Infobox, also da könnt ihr schauen. Also eine Zuschauerin hat mich gebeten, auch noch die erste Stimme mal einzuspielen, und sie hat mir gesagt, sie hat Probleme mit den gebundenen Stellen in dem Stück. Die seien einfach sehr schwer. Und wenn ihr euch das mal anschaut oder anhört, wir haben in der ersten Stimme, die nehme ich jetzt mal, weil ich die heute für euch gespielt habe, da haben wir im Takt 4 gleich so eine Stelle mit Bindungen drin, Takt 4 und Takt 5, und auch dem Wechsel von hohen zu tiefen Tönen. Hier sind also gleich zwei Schwierigkeiten, sage ich mal. Ihr müsst die Lage wechseln, also von sehr tief zu sehr hoch, und ihr habt diese gebundenen Stellen zwischendrin. Bei Bindungen ist es allgemein so, dass dadurch, dass ich nur den ersten Ton anstoße, der unter dem Bogen steht, und die anderen, die nachfolgenden nicht, in unserem Fall sind das jetzt 3 Noten. Die erste wird angestoßen, also mit Dü oder Tü, und die zweite und dritte nicht mehr. Die werden einfach nur durchgeblasen. Dann ist immer das Problem, dass die Finger schneller wollen, als es eigentlich sein sollte. Das kann also passieren bei Bindungen, weil diese Kontrolle durch den Zungenstoß in dem Moment nicht da ist. Es kann euch also passieren, das ist eigentlich sehr häufig der Fall, dass die Bindungen zu schnell gespielt sind. Also ich habe es jetzt extra mal ein bisschen übertrieben. Das wurde jetzt so ein bisschen ungleichmäßig. Ich kann auch mal eine andere Stelle nehmen, wo das auch passieren kann. Also im Takt 8 zum Beispiel mit Auftakt. Da ist es ja eigentlich so. Und da könnte es schon mal passieren, dass ihr zu schnell seid bei den 3 gebundenen und dass es wird. Also das klingt dann irgendwie unrhythmisch, man merkt es gar nicht, und es kommt daher, dass die Finger einfach drauf fallen können oder weggehen können, ohne dass gleichzeitig das Dü oder das Tü passieren muss. Also da könnt ihr mal drauf achten, allgemein, wenn ihr Bindungen spielt, und natürlich auch in diesem Stück. So, jetzt haben wir hier in Takt 4, haben wir wie gesagt, und Takt 5 den Wechsel von hoch zu tief. Und
Wenn ihr euch jetzt mal die Stelle anschaut, dann ist da immer das gleiche Muster. Eine Note getrennt und die nächsten 3 gehören zusammen. Und dann könnt ihr mal versuchen, nur die einzelnotierte Note zu spielen. Also immer nur die erste von 4. Und dann bekommt, ich nehme mal noch den Auftakt dazu, dann bekommt ihr dieses. Anstelle von also ihr merkt, da ist eigentlich so eine kleine Melodie drin. Und die gebundenen Stellen, die sind eigentlich so wie nur eine Garnitur da rumherum, um diese kleine Melodie. Also ich könnte eben die auch theoretisch weglassen, dann hätte ich und so kommen sie noch dazu. Wenn ihr euch mal die gebundene Stelle einzeln anhört, die ist eigentlich relativ nichtssagend oder nicht so interessant. Das ist nämlich immer nur das ist also eigentlich eine Begleitung, ja? Es ist eigentlich eine Begleitung zu dieser Melodie, die in den einzelnen Tönen steht, also in immer der ersten von dieser Vierergruppe. So, und jetzt könnt ihr mal hingehen und nur diese Melodietöne üben und euch klar machen nochmal, ich habe das ja schon öfters erzählt, dass bei den ganz tiefen Tönen es gut ist, wenn ihr in eurem Mund drin eine weite Mundstellung denkt, also eher an ein Du oder ein Do und in den oberen eher an ein Dü, so schön schmal und fokussiert. Und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Eben bewusst diese offene Mundstellung, schön weit gedacht, bei dem tiefen G zum Beispiel hier. Und der dauert nachher nur ganz kurz, das ist klar, aber da kann ich auch denken, Du statt Dü, ja? Und bei dem hohen B dann schön konzentriert. Tü. Mit den Bindungen dazu kriegt ihr dann ja, also ich habe jetzt noch Takt 5 dazu genommen. Also guckt mal, was sind diese Stellen mit den Bindungen? Sind die wichtig? Sind die nicht wichtig? Und guckt mal, ob ihr nicht nach vorne eilt, weil die Finger von selbst losflutschen sozusagen. Und übt eben so einzeln mal diese Melodietöne von tief nach hoch und umgekehrt. Dann habe ich ja zu Anfang euch schon angekündigt, dass sich oft was verbirgt hinter so einer Stelle mit Bindung. Und hier war das ja jetzt eigentlich eine vorgetäuschte Zweistimmigkeit sozusagen, also diese sogenannten Melodietöne, die nenne ich jetzt mal so, und diese Stelle mit den Bindungen, die immer eine Begleitung ist. Und wenn ihr jetzt mal nach einer anderen Stelle schaut, Takt 8 mit Auftakt, das hatte ich ja eben schon so als Beispiel gespielt, wenn man da zu schnell ist vielleicht, da ist es jetzt ganz anders, da haben wir jetzt eine ganz andersartige Stelle, denn da kommt die Bindung am Anfang von 4 Noten und am Schluss ist eine Note nochmal einzeln sozusagen. Und diese Stelle könnte man vereinfachen. Das ist nämlich ganz viel Schnörkel, das ist eigentlich eine Verzierung, um eine ganz simple Melodie herum oder eine ganz simple Tonfolge, sag ich mal. Also hier steht ja so, und jetzt spiele ich euch mal vor, was da dahinter steckt. Das ist es nämlich eigentlich. Und das wird
Ja, und dann geht das sogar in der Art noch weiter und kommt noch eine Komponente hinzu, die interessant ist. Also Takt 10 mit Auftakt zum Beispiel habt ihr. Und da ist jetzt noch ein Vorhalt mit eingebaut. Also hier ist es eigentlich das Gerüst, sage ich mal. Das ist hier eigentlich der Fall, ja. Also wenn man es noch vereinfachen wollte, dann müsste man spielen. Soll eigentlich auf dem E enden. Und daraus hat er gemacht. Beziehungsweise er hat gemacht. Das bedeutet, das steckt hier dahinter. Also wichtig ist eigentlich immer nur die erste Note unter der Bindung und das letzte F da, das ist nochmal extra wichtig, weil das den Vorhalt bildet mit der Auflösung. Also dieses, ja, dann macht die Stelle irgendwie Sinn. Und wenn ihr das wisst, spielt ihr die Stelle mit den Bindungen auch ganz anders, als wenn ihr da ganz viele Noten seht, mit Bindungen drin, manche müsst ihr anstoßen, manche nicht. Dann wird das so ein bisschen durcheinander oder es ist unübersichtlich. Also hier könnt ihr auch noch mal sehen, wenn man sich mal die Struktur von so einem Stück klar macht, dann weiß man auch besser, wie man es spielen kann. Und jetzt noch eine ganz wichtige Sache, ganz allgemein für alle Bindungen, die ihr spielt und auch hier in dem Stück. Ich habe euch ja erklärt, also man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell durchwitscht, weil die Zunge nichts kontrollieren kann. Aber man muss auch besonders gut gucken und aufpassen bei bestimmten Griffwechseln. Also zum Beispiel diese Stelle, die ich gerade hatte. Da habt ihr ja die Bindung vom F zum E und zurück. Also dieses. Und das ist so ein Klassiker, wo es glucksen kann, schief gehen kann, nicht gut klingen kann bei der Bindung. Wenn nämlich der Finger, der in dem Moment hochgehen muss beim Griffwechsel, also zum Beispiel vom F zum E, zu träge ist. Also da achtet nochmal drauf, dass eure Fingerbewegung akkurat ist und lasst da nichts durchgehen. So, was natürlich immer hilft, ist langsamer üben, klar. Aber ich denke mal, mit dieser Analyse heute hier und wie ihr so Bindungsstellen auseinandernehmen könnt und euch einteilen könnt, kommt ihr schon ein bisschen weiter beim Üben. Das Stück hier ist natürlich anspruchsvoll, also durch die hohen Töne ständig und die Wechsel. Also das ist auch nicht einfach, also lasst euch da nicht entmutigen und bleibt dran. Und ich bin gespannt, ob ihr wieder schön dazu spielen konntet und ja, was ihr mir in die Kommentare schreibt dazu oder sonst wie mir schreibt. Und ja, freue mich dann über einen Daumen hoch, falls es euch gefällt, das Video. Falls ihr euer Blockflötenspiel in der Technik, also zum Beispiel mit dem Spiel von Bindungen oder in dem Spiel von hohen und tiefen Tönen und speziell dem Wechsel und allem, was damit zu tun hat, eurer Fingerhaltung, eurer Atmung und so weiter, richtig vertiefen wollt und richtig gut trainieren wollt, dann kann ich euch meinen Online-Kurs empfehlen, der heißt Blockflöte Next Level. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Mitspielen und sage bis nächsten Freitag. Freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.